Each and everybody will come from everywhere you are. You are very welcome here in RTC. Great job. Yes. Guten Morgen. Dieses Mal geht es um etwas ganz anderes. Und zwar wisst ihr ja, dass ich mit der Organisation Friends of Rwanda hier bin. Ich arbeite im RTC an der Schule. In diesem Projekt bin ich tätig. Und Friends of Rwanda fordert sozusagen von seinen Freiwilligen, dass man innerhalb des Projekts ein kleines eigenes Projekt aufbaut. Es kann im Grunde alles sein und es soll so eine Art eigenen Fußabdruck im Projekt hinterlassen, sodass man nicht vergessen wird und im besten Fall sogar noch was hinterlässt. Und mein Ziel für dieses Projekt ist ein großes, eintägiges Basketballturnier, schulübergreifend, an dem mehrere Schulen teilnehmen können, das hier bei uns an der Schule stattfindet. Und das wird so eine Art riesiger Festivaltag. Und momentan befinde ich mich noch in der Planungsphase. Und die ersten Ideen und Ansätze müssen wir heute unserem School Manager vorstellen. Und deswegen geht's jetzt so richtig los. Und dann hoffen wir, dass es gut wird. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe und stecke nochmal richtig viel Energie rein. Also, viel Spaß! Wow, dass das geklappt hat, war eigentlich auch schon ein ganzes halbes Weltwunder. Fast 4 Wochen Vorbereitungszeit und echt eine Menge Hirnschmalz und Energie sind da reingeflossen. Und schon in der Planungsphase habe ich gemerkt, boah, das wird ein großes Ding. So, die Formalitäten haben wir gerade geregelt. Und ja, mit dem School Manager, jetzt haben wir die Unterschriften. Jetzt gehen wir die Einladungsschreiben an die Schulen verteilen. Jetzt bin ich aufgeregt. Ab heute wird es offiziell. Hoffen wir, dass so viele wie möglich mitmachen, ne? Auf geht's zu den unterschiedlichen Schulen. Der Luxus ist tatsächlich, ich fahre mit dem School Manager, mit dem Head of School, mit dem Auto dahin. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Jetzt waren wir bei der zweiten Schule, hier hinten, haben sie eingeladen und auch die haben es sehr gut aufgenommen. Und ja, sind wohl dabei. Freuen wir uns drauf. Und dann waren wir dabei, diese Schulen einzuladen und es ging eben bisher alles viel zu reibungslos. Da musste irgendwas passieren. Und ja, bei der letzten Schule war dann die Schulleitung nicht da. Beziehungsweise niemand da, es war niemand da als Ansprechpartner. Dementsprechend standen wir dann erstmal ein bisschen dumm da. Tja, bisher ist es halt einfach zu gut gelaufen. Alles lief zu flüssig, deswegen musste es jetzt auch ein bisschen mal ein Problem geben, weil die ganzen Leute sind nicht da. Also der School Manager ist nicht da, auch der Head of Discipline ist nicht da. Auch keine einzige Ansprechperson, obwohl die Schule eigentlich so groß ist, dass man erwarten könnte, dass hier zumindest eine Person am Empfang sitzt. Aber wir versuchen sie jetzt gerade zu erreichen und ja, denn dann werden wir durch. Aber natürlich muss es nochmal eine Hürde geben. So, jetzt sind wir gerade dabei, Farben zu kaufen, Farben zu bestellen. Weil Weiß so relativ schnell verwaschen und dreckig wird, haben wir uns jetzt für eine andere Farbe entschieden. Ich werde noch nicht verraten, welche. Ich lasse euch mal noch ein bisschen im Dunkeln. Aber es wird cool aussehen und spätestens wenn gemalt wird, wird ja klar, welche Farbe es ist. Aber ja, genau. Wir kaufen auch noch Pinsel, wir kaufen noch was zum Messen, um die einzelnen, um die Dreierwurflinie zum Beispiel genauer zu markieren und ja, und Farbenverdünner natürlich. Genau. Dann, wenn wir alles beisammen haben, geht's dann übermorgen ans Malen. Das ist hier quasi so eine ganze Ladenstraße, wo es ja voller solcher Läden ist, wo man das kaufen kann, was wir brauchen. Geht bis ganz da hinten. Also, hier sind wir richtig. Guten Morgen. Wie ihr gesehen habt, haben wir die Farbe gekauft. Und heute geht es dann tatsächlich ans Streichen vom Platz. In der eindeutig besonderen Farbe, wie ich finde. Dann bemalen wir mal ein Basketballfeld. Und ich dachte mir, ich nutze diese Gelegenheit mal noch, um allen, die was beigetragen haben, die was gespendet haben, damit wir dieses Projekt so durchführen können, wie wir es machen können, herzlich zu danken. Also das ist wirklich
einiges beisammengekommen und wirklich vielen lieben Dank. Alles können wir gut verwenden und ich streng mich eben an, dass es gut wird. Ihr seht ja auch sozusagen, wo das Geld hinfließt. Zum einen jetzt in die Farben, in die Bälle, dann in noch sowas wie Trillerpfeifen oder einfach nur ein bisschen, dass man was essen kann beim Event. Und ja, dafür vielen lieben Dank. Ich danke euch wirklich von ganzem Herzen, weil das ist so ein richtiges Herzensprojekt gewesen, so mit Leidenschaft. Und deswegen ja, vielen Dank. So, und da sind wir jetzt auf dem Schulgelände. So here's Leopold, he's the teacher, is going to help me, assist me painting the court. So what are we going to do? Hey, what's up? How are you doing? Yeah, I'm Leopold. I'm a trainer here at the LRTC. Actually, we are going to paint basketball court so that students can play basketball. Yes, Yeah. so that we can play accordingly with the lines. It will be a lot better. Yeah, actually, yeah, that is it. Yeah, so now we can see the court. There's no lines, so I'm going to paint the lines. Yeah, from now you can see. I'm going to start for painting. Also so sehen die Linien gerade aus. Also man kann es kaum erkennen, aber hier war es quasi mal bemalt. Und ja, teilweise fehlt es eben. Und das werden wir jetzt nachholen. Wir haben natürlich auch extrem Glück mit dem Wetter, ne? Also es könnte jetzt auch regnen und dann hätten wir ein Problem. Beziehungsweise da hinten sind zwar Wolken, aber ich denke, es bleibt stabil, also sollten wir es hinkriegen. So, jetzt geht's ans Farbenmischen. Yeah, this is it. Paint now. They can dry very fast. Und die erste Farbe auftragen. So now, here we go. We are going to make a cycle of center. Yes. Yeah. Bereits jetzt kann man schon den Unterschied sehen von hier oben. Also ich weiß nicht, ob man es auch auf dem Bild sieht, aber man sieht richtig krass, wie das Rot auf dem Grau vom Asphalt hervorsticht. Mega geil. Der Plan geht auf sozusagen. Also funktioniert, sieht tatsächlich besser aus, als ich gedacht habe. So, weil normalerweise ist die Basketballzone ja quadratisch, beziehungsweise aktuell modern ist ja quadratisch. Aber weil das Feld in die Breite sozusagen nicht genug Platz bietet, müssen wir die Zone dreieckig gestalten, also quasi so wie es früher war. Das ist jetzt so ein Kompromiss, aber ich denke, so wird das Spiel am besten sein. Jetzt sind wir fast am Ende. Es fehlt eigentlich nur noch die Dreierlinie. Und wir hatten noch ein bisschen Farbe übrig von der blauen. Deswegen haben wir noch in die Mitte was gemalt. Und wir dachten irgendwie One Team fürs Basketballteam passt am besten zu uns. Und deswegen haben wir One Team in die Mitte geschrieben. Ja, jetzt noch die Dreierlinien machen und dann haben wir es geschafft. Na, das ist doch mal ein Ergebnis, auf das man stolz sein kann. Es ist richtig geil geworden, würde ich sagen. Also mega schön, was wir hinbekommen haben mit den 3 Farben, die ich spontan noch danach gekauft habe. Aber hat gut geklappt und ich bin extrem zufrieden mit dem Endergebnis. Auch mega geil. Dank an das ganze Team, die jetzt noch da unten stehen und von denen 5, 6 von Anfang bis Ende dabei waren. Jetzt wie ich von 9 bis jetzt um 5 ungefähr haben wir durchgemalt. Also richtig krass. Respekt an das ganze Team und ich bin extrem happy. So können wir das Turnier starten. Oh, richtig süß. Ich war ja gerade da oben, um das aufzunehmen. Und dann haben die einfach in der Zeit meinen Namen hingemalt. Mega cool. Richtig süß. Aber es konnte natürlich nicht alles glatt gehen, klar.
Am Abend habe ich dann die Nachricht bekommen, ey, die Dreierlinien können nicht in 2 verschiedenen Farben sein, wir müssen nochmal umstreichen. Ich habe mir echt gedacht, oh Gott, weil wir wirklich den ganzen Tag da gestrichen haben, das nochmal machen und das nimmt ja dann auch wieder Zeit von der Uhr, die ich eigentlich brauche, um andere Sachen zu organisieren. Und das war neben der Absage von der einen Schule eigentlich schon so der nächste größere Rückschlag. Oh nein, oh nein. Oh Mann. Boah, ich lag eigentlich schon im Bett. Wollte eigentlich schlafen gehen, habe noch ein paar Nachrichten gecheckt und dann habe ich eine Nachricht gelesen. Und zwar, der Lehrer, der mit mir das zusammen gemalt hat, musste ein bisschen früher los und ist dann am Ende, nicht mehr da gewesen. Dementsprechend hatte ich die komplette Verantwortung. Aber es war eben so, wir hatten blaue und weiße Farbe noch am Ende dazu gekauft. Also eigentlich hatten wir nur rote geplant und dann gedacht, okay, wir haben genug Budget, lasst uns etwas bunter gestalten und blau und rot hinzufügen. Allerdings haben wir dann, während wir die Dreierlinien blau gemalt haben, schon angefangen, sozusagen die Mitte zu malen und dann gemerkt, die blaue Farbe geht uns aus. Und dann hatten wir sozusagen überlegt, wollen wir jetzt blau mischen, sollen wir halbe machen, blau-weiß. Und ich hatte eigentlich gedacht, es wäre die beste Lösung, wenn wir die eine Seite komplett blau machen, die andere Seite komplett weiß. Aber das Team war dann sozusagen dafür, das zu mischen. Und weil wir Teamentscheidungen treffen und ich nicht nur alles alleine entscheide, also es ist ja am Ende auch ihr Platz, haben wir uns am Ende für die Mischung entschieden, die ihr gesehen habt. Quasi bei der Dreierlinie ist jetzt die linke Hälfte weiß und die rechte Hälfte blau. Und der Lehrer hat mir eben gerade jetzt geschrieben, dass das nicht geht. Also dass das quasi nicht innerhalb der Basketballregularien ist und Turniere mit solchen Linien sozusagen eigentlich nicht ausgeführt werden dürfen oder quasi nicht in ein offizielles Wertungsregister einfließen dürfen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie eine ziemlich blöde Regel. Obwohl es sieht ja eigentlich ziemlich cool aus. Wir müssen es übermalen oder wir müssen mal gucken. Also ich guck mal gerade, ich schreibe mal kurz. Ich hoffe, dass wir dann gleich eine Lösung finden, die für alle passt und die nicht unbedingt ein bisschen zu viel Geld verschleudert. Okay, wir haben uns jetzt ausgesprochen. Wir werden jetzt folgendermaßen vorgehen. Die Linien sind zwar nicht geeignet für offizielle Turniere, aber weil mein Double T-Tournament ja sozusagen ein inoffizielles Turnier ist und nicht in irgendwelche Ligen innerhalb Ruandas einfließt, können wir die Linien für mein Turnier so belassen. Oh mein Gott, ich bin richtig erleichtert, Alter. Deswegen müssen wir erstmal nichts streichen. Und wenn das Turnier vorbei ist, werde ich versuchen, die Schulleitung dazu zu animieren, das Basketballteam auch nachhaltig zu unterstützen, weil sie sehen ja bei diesem Turnier, das bringt viel Aufmerksamkeit, das bringt Interesse von den Menschen, das sollte man vielleicht doch, sollte man was investieren, das sollte man unterstützen und dass sie uns dann sozusagen helfen, neue Farben zu besorgen, möglicherweise dann sogar auch noch die Körbe auszutauschen und das allergrößte Ziel wäre natürlich ein schuleigenes Trikot zu designen oder dann quasi ein schuleigenes Trikot zu haben. Dafür werde ich mit der Schule in Kontakt treten. Jetzt bin ich aber erstmal richtig erleichtert, dass es alles geklappt hat, so mit den Linien, dass es passt. Und jetzt kann ich schlafen gehen und stürze mich dann in die letzte Phase der Feinabstimmung mit der Organisation. Nochmal ein kleiner Schocker, aber man weiß ja nie, ne? So, 2 neue Sachen. Erstens, ich habe mir neue Haare machen lassen, also die endlich mal gewaschen nach 3 Monaten gefühlt. Und zweitens, wir arbeiten gerade an Werbeflyern, die wir dann überall hier in der Gegend aushängen werden. Und weil die vor allem auf Kenya Rwanda sein werden, habe ich hier gerade Bobo wieder am Start, der mir hier beim Übersetzen hilft, dem ich sehr dankbar bin, dass er mir da hilft. So, thank you very much, Bobo. You're a big help. Schön. Ja. Und dann, setzen wir uns mal gemeinsam da dran und hängen dann morgen die Flyer aus. Der eine Werbeflyer hier, also der ist jetzt auf Kenya Rwanda. Ich habe auch einen in Englisch erstellt, aber die meisten sprechen eben Kenya Rwanda, damit sie das auch verstehen und wissen, worum es geht. Die hänge ich jetzt heute bzw. morgen noch auf, damit wir dann auch ein bisschen Zuschauer haben bei unseren Spielen. Und hier dann das, worum es dann geht, quasi unsere Siegerurkunden eingerahmt, auch von mir designt. Das ist jetzt für das Mädchenteam. Hier ist noch die für das Jungsteam. Ich freue mich schon tatsächlich so auf die Siegerehrung und dann, es wird einfach ein krasser Tag.
dann hoffen, dass wir schön viele Zuschauer haben bei diesem Event. So, jetzt bin ich hier gerade im Lehrerzimmer und arbeite noch am letzten Feinschliff für den Tagesablauf. Aktuell sieht es eben so aus, aber ich muss es noch ein bisschen überarbeiten. Und ja, anschließend werde ich dann die Flyer aufhängen überall und ein bisschen Werbung machen. Und ja, hoffen, dass die einige Leute zusammengetrommelt bekommen. So, läuft gut mit dem Aufhängen, wir sind gut dabei. Ich habe sogar ein bisschen Hilfe. Like, I got a little bit of help. Hello! It's really cool how you do this. So, wir haben es geschafft. Wir haben alles aufgehängt. Alle Flyer hängen jetzt schön überall hier rum. Und ja, werden so viele Menschen wie möglich anziehen, hoffentlich. Ich bin auch mega dankbar hier meinen 2 Kumpaninnen. So, thank you very much. Thank you a lot. Ja, die haben mir vor allem geholfen beim Kommunizieren, wenn man das mal irgendwo an einem Laden oder so aufhängen wollte. Also besten Dank an die beiden und dann hält uns nichts mehr vom Turnier ab. Während ich dann so angefangen habe, die Werbekampagne hochzufahren, ging es auch richtig ab mit den Spenden. Also es gab einige, die mich unterstützt haben, die ja, Geld investiert haben, um das Turnier, um dieses Event groß zu machen. Und das hat eben meiner Motivation nochmal richtig auf die Sprünge geholfen. Da war ich dann richtig on fire und habe nochmal mehr Energie reingesteckt, nochmal weniger geschlafen und wollte sozusagen, dass es auch richtig was wird. Und genau dieses Feuer habe ich auch vom Team zurückbekommen, die dann sich eben nochmal viel mehr reingehängt haben und auch im Training motivierter waren. Ja, was man natürlich auch gesehen hat. So, heute ist Freitag und das bedeutet, es ist das letzte Training vor dem Turnier, was das Team bekommt als Team. Und ja, da bin ich jetzt nochmal dabei mit der Kamera und wir trainieren hart und hoffen, dass wir dann am Sonntag gewinnen, ne? So, hier haben wir beide Bälle nach 2 Wochen Unterschied. Also man sieht schon, krasser Unterschied. Aber der hat tatsächlich mehr Grip, also der ist eingespielt. So, und als letztes Training haben wir ein Gastteam eingeladen, das gegen uns spielen wird. Quasi als Übungsspiel. Das ist, würde ich sagen, die beste Vorbereitung für Sonntag. Und ja, da werde ich jetzt mal ein bisschen draufhalten. So, Training lief gut. Sie spielen jetzt immer noch ein bisschen weiter, haben noch Energie und ich werde jetzt noch ein paar Sachen erledigen und überlasse es dem Coach, das Ganze dann zu einem guten Ende zu führen. So, wie ihr wisst bzw. nicht wisst, gibt es an meiner Schule am RTC auch so eine Art Kochklasse, einen Culinary Arts Zug, beziehungsweise der Lehrer und die Schüler werden mir bei der Durchführung meines Projekts helfen, weil ich möchte nämlich, dass die Spieler und auch die Schiedsrichter was zu essen bekommen, nachdem das Turnier vorbei ist. Und das heißt, ich habe mir gedacht, vielleicht können wir die mit integrieren sozusagen, dann können die mithelfen und haben also sozusagen auch einen Teil an diesem Projekt. Das heißt, die werden dann für uns kochen und heute kaufen wir eben dann die nötigen Zutaten bzw. Lebensmittel ein, die wir dazu brauchen. Ich habe schon so eine Art Menü zusammengestellt und zusammen mit dem Kochlehrer gehen wir jetzt mal shoppen. Ich glaube, das wird einer der teuersten Einkäufe, die ich je gemacht habe hier in Ruanda, aber es ist auch für 100 Leute, also kein Ding. Oh, 12 Kilo Fleisch ist schon eine ganz schöne Menge, habe ich irgendwie unterschätzt.
Okay, wir haben alles beisammen, alles gekauft, was wir brauchen. So, thanks to Ferdinand. Ferdinand, he was helping me very much. Yes. Ja, jetzt haben wir alles. Fahren nach Hause und bereiten es so vor, dass nichts davon schlecht wird, um es dann morgen zu kochen. Schön verhandelt, das ist das, was mir mit am meisten Spaß macht. Und ja, jetzt ab nach Hause. So, und das ist unsere Ausbeute. Ist eine ganz schöne Menge. Damit können wir auf jeden Fall was anfangen. War auf jeden Fall mega cool, dass Ferdinand mir da geholfen hat. Und jetzt noch die letzten Feinschliffe und dann können wir uns ins Turnier stürzen. Yeah, unsere Kartoffeln. Also, wir sind jetzt quasi schon am Ende des Tages. Sonne geht gleich unter. Wir haben noch Mais gekauft, noch Eier und Amandasi fürs Frühstück. Und ja, das letzte, was jetzt noch fehlt, wir kaufen noch Bananen. Also wir heißen in dem Fall Abdu. Auch he's a teacher from RTC. He's supporting me, buying all the products. Thank you, Abdu. Thank you very much. Yes. You're welcome. Hilft mir auch ein bisschen beim Diskutieren und Preise verhandeln. Und ja, nachdem das erledigt ist, kann ich dann endlich ins Bett gehen und mich für morgen vorbereiten. Okay, Bananen sind im Sack. Haben wir eingetütet sozusagen. Und jetzt gibt es noch die letzte Besprechung für die Köche in der Küche, die morgen um 4 Uhr aufstehen, um das Ganze anfangen vorzubereiten. Und ja, eigentlich muss ich noch eine Rede schreiben und noch ein paar Plakate aufhängen. Also an Schlafen ist eigentlich doch noch nicht zu denken. Oh Gott. Oh Gott, Alter. Der Abend, an dem wir alles eingekauft hatten, also Samstagabend. Ey, ich kann's immer noch nicht fassen. Die Schulleitung vom RTC, Rubavu Technical College, hat mich kontaktiert und mir geschrieben, dass die eine Schule jetzt einfach spontan abgesagt hat, dafür keinen Grund nennt, sondern einfach sagt, sie werden ihre Schüler nicht zum Turnier schicken. Und da habe ich mir echt gedacht, ey, jetzt ist es aus. Wir hatten am Anfang ja geplant, 6 Teams antreten zu lassen. Und jetzt waren es eigentlich nur noch 4, beziehungsweise im Grunde nur noch 2 Schulen. École d'Art de Nyundo und RTC. Ich habe mir gedacht, das kann nicht sein. Muss ich das jetzt ins Wasser fallen lassen oder was soll ich tun? Ich war echt kurz davor, irgendwie alles hinzuschmeißen und mir zu überlegen, ja, wieso nicht? Das war echt der herbste Rückschlag. Aber weil eben zum einen das Team so motiviert war, da mitzumachen, weil die Schulleitung mir gut zugeredet hat und schon so viele das unterstützt hatten, ich wollte das jetzt nicht einfach abbrechen. Also ich habe dann einfach durchgezogen, gedacht, okay, die Nacht schläfst du nicht, die ganzen Programme umgestellt, den Tagesablauf nochmal abgeändert und die Schule rausgestrichen, sodass alles passt. Also das war wirklich eine harte Nacht. Habe auch nicht gut geschlafen danach, aber zumindest habe ich mir dann gedacht, ich habe einen Plan zusammengestellt, der einigermaßen aufgeht. Und wenn das gut funktioniert, haben wir trotzdem einen coolen Tag. Ja, und da habe ich einfach gehofft, dass dann nichts mehr schief geht. Na, das ist doch schön. Jetzt haben wir die ganzen Zertifikate auch eingerahmt. Als nächstes hänge ich überall noch die ganzen Zeitpläne und Stundenpläne von dem Tag sozusagen auf, damit jeder weiß, worum es geht. Und ja, dann gucken wir mal, dass alles an seinem geordneten Platz ist und wir das Turnier pünktlich starten können. Es ist jetzt, lass mich lügen,
8:30. Das heißt, ich habe noch eine halbe Stunde ungefähr, bis die ersten Leute kommen und dann bis dahin versuche ich alles geregelt zu haben. So, dann gucken wir mal, nehmen wir mal einen Blick in die Küche, ne? Schauen wir mal, wie weit die sind. Morning, morning. I see you're already doing good. Wow. So, Zuschauerbänke werden aufgebaut. Ein Haufen Erfrischungsgetränke ist da. Läuft nach Plan, es passiert aber einfach echt viel gerade. Am Morgen des Turniertags habe ich dann angefangen, das Frühstück für alle vorzubereiten, dafür zu sorgen, dass wir Bänke aufbauen, das Musikequipment steht, das Essen sozusagen gekocht wird. Ich habe dann sozusagen die Maschine richtig zum Laufen gebracht. Dachte mir so, ja, es funktioniert gut, also es lief richtig gut. Bis mir dann aufgefallen ist, okay, es ist jetzt 9, aber die eine Schule ist immer noch nicht da. Hab dann mal nachgefragt und die würden sich scheinbar um eine Stunde verspäten. Was man in Ruanda natürlich erwarten kann. Trotzdem fand ich es schade, weil es so den ganzen Tag etwas nach hinten gerückt hat und ich mir gedacht habe, eigentlich müssen wir Zeit aufholen, sonst essen wir, keine Ahnung, um 8 Uhr abends. Die eine Schule kommt zu spät. Also jetzt ungefähr eine Stunde schon zu spät und ja, wir müssen warten, dass die kommen. Darum wird es sich der ganze Tag eigentlich verzögern. Okay, das zweite Team ist jetzt auch da, ziehen sich gerade um. Dann gibt es noch meine Ansage und dann geht's los. So, dann war die andere Schule da, die Teams waren im Grunde bereit anzufangen und dann musste ich meine Eröffnungsrede halten. Oh Gott. Zu dem Zeitpunkt waren schon so ungefähr 250 Leute auf dem Schulgelände und ich hatte echt ein bisschen Muffelsausen, weil zum einen habe ich noch nie so eine Rede gehalten, ich bin kein Moderator und ja, mich vorbereitet habe ich zwar schon, aber man weiß nie, wie es dann im Moment wird, ne? Also labern und improvisieren und einfach so ein bisschen Entertainer, das kann ich irgendwie schon, liegt mir ein bisschen und deswegen war die Anfangsrede dann doch recht gut. Ich habe sie leider vergessen aufzunehmen, es ging halt einfach irgendwie zack, zack, zack und ich hatte so viel im Kopf. Dann habe ich in dem Punkt eine Masche fallen lassen, aber dann ging's los. Okay, hier unsere beiden Schiedsrichter, like the referees, Bobo. Guten Morgen. And another referee? Eli. Thank you very much, he's helping you a lot. Also wir sind jetzt sozusagen gleich bereit loszulegen. So our first game is going to be between the RTC boys and the boys from École d'Art d'Anyundo. This is our first match which is going to start by this time. So each and everybody, you are welcome from everywhere you are coming from. You are very welcome here in RTC. Okay, soweit so gut. Spiel hat angefangen. Stimmung ist gut, wie man hört. Bockt halt hart einfach. Wow. Ich war die ganze Zeit am Rumrennen, am Organisieren und gucken, dass alles läuft. Ich bin in die Küche gerannt, habe die Getränke organisiert und brauchten wir Flaschenöffner plötzlich. Dann ging mal eine Trillerpfeife kaputt, musste ich dafür Ersatz sorgen. Also ganze Zeit auf Zack. Ich habe ja auch noch Videos aufgenommen von dem Tag. Tatsächlich so von den Spielen selber habe ich leider nicht so viel mitbekommen. Ich habe einfach gesehen, dass die Atmosphäre gestimmt hat, dass die Leute Spaß hatten und das hat mir dann tatsächlich auch schon gereicht. Ich hätte natürlich auch gern viel mehr gesehen, aber ich musste einfach dafür sorgen, dass das funktioniert. Defense!
Ey, man braucht echt keinen Anheizer, ne? Die Stimmung, die explodiert einfach von selber. Das ist so geil. Ich freue mich gerade so, dass einfach alle Spaß haben und es richtig genießen können. Das ist so heftig. Boah, Junge, das RTC hat das erste Spiel verloren mit einem Punkt, mit einem einzigen Punkt. Richtig, richtig sad. So, und jetzt gibt's eine kleine Pause. Und nach dem Beginn vom zweiten Spiel, da ging der Tag so richtig los, da kam er in so einen Flow. Also ich hatte ja meine Musikcrew, die sozusagen die Ansagen gemacht hat, denen ich vorher nochmal genau erklärt habe, wie der Tagesablauf ist. Und die haben das relativ selbstständig, autark gut gemacht. Dementsprechend konnte ich mich dann auf die anderen Sachen konzentrieren, dass die Tänzer ihren richtigen Einsatz hatten und dass die Spieler nach den Spielen Wasser bekommen haben und Snacks und so weiter. Und ja, dann ging es so richtig los. Es kamen mehr Leute, die Stimmung hat sich stets verbessert und es hat einfach nur gebockt, da zu sein. Es wurde so ein richtiges Event. Und in dieser Zeit haben sich dann die RTC Girls, also das Mädchenteam meiner Schule, gegen das Mädchenteam von École d'Art, also der anderen Schule, durchgesetzt. Und wir konnten unser erstes Spiel gewinnen, weil das erste Spiel der Jungs hatten wir ja verloren. So, das passiert, wenn man durstige Basketballspieler auf einen Kanister Wasser loslässt. Jetzt ist auf jeden Fall der Durst von allen gestillt und ja, wir können uns aufs Weitermachen konzentrieren. Ja, und während draußen der Punk abging, war ich dann teilweise drin in der Küche und habe den Essensfortschritt beobachtet und gesehen, wow, die machen einen guten Job. Great job! Yes. Wow! War jetzt kein Riesenteam, aber die waren echt zackig. Und am Ende tatsächlich auch früher mit dem Essen fertig, als wir essen konnten. Also großes Lob nochmal in die Küche, vor allem an Ferdinand, der eine Lehrer, der Kochlehrer, der mich da groß unterstützt hat. Okay, jetzt haben wir noch als nächstes in der Halbzeitpause eine Gesangsperformance eingebaut. Danach kommen noch die Tänze. Und ja, dann werden wir gucken, dass wir das zweite Spiel gewinnen als RTC, sonst gibt es kein Finale. So, hier ist der Dance Performer. Ja,
My girl, I'm still standing here screaming, fuck that free word. Unser Mädchenteam hat dann das zweite Spiel auch gewonnen und sowohl wie das Jungsteam, das das zweite Spiel gewinnen konnte, sodass es ein richtig einen spannenden Aufbau fürs Finale gab. Also die Mädchen hatten zwar beide Spiele gewonnen und die waren sozusagen durch, bei den Jungs ging es aber noch beim Best of Three um sozusagen den Sieger. Wir hatten eine Niederlage, einen Sieg und wer das Finale gewinnt, der wäre sozusagen der Gewinner des Tages gewesen. Und deswegen hatten wir ein richtig geiles Finale. Also das erste Spiel hat ja Ecole d'Art gewonnen, ganz knapp. Das zweite hat das RTC gewonnen und aktuell ist das Finale. Also besser hätte es nicht laufen können. Und es ist richtig knapp. Es ist, glaube ich, 3 Punkte oder so unterschieden. Wir haben gewonnen, Alter! Everyone who came to this day made it really amazing. Über den Ausgang bin ich und vor allem die Schulleitung natürlich sehr glücklich. Die Preisverleihung, ich war komplett fertig. Also ich war echt den ganzen Tag hier auf Zack gewesen und hatte dann Wortfindungsschwierigkeiten. Ich musste ja alles noch auf Englisch machen und habe es dann trotzdem irgendwie gedeichselt, die Siegerehrung zu geben, die Preise zu verteilen und die Fotosession einzuläuten, auf die dann auch das Essen folgte. Ja, man hat einfach gemerkt, sogar die Schule, die verloren hat, hatte einfach Spaß, hatte ein Lächeln auf den Lippen, die hatten einfach Bock und ging viel um den Spaß, es ging ums Miteinander, ums Verbinden der Schulen und das ist komplett aufgegangen und da bin ich einfach extrem happy gewesen. Ja, an dem Abend war ich wirklich der glücklichste Mensch der Welt. Es hat einfach alles so gut geklappt. Es war ein reibungsloser Ablauf. Alle waren mega zufrieden. Es war eine Wahnsinnsstimmung den ganzen Tag. Und es ging für mich eben dieser Traum in Erfüllung. Einmal, dass ich ein Basketballturnier organisiert und durchgezogen habe, weil Basketball ist meine Leidenschaft. Ich liebe den Sport. Und zum anderen habe ich eben gesehen, was man als Einzelner so alles erreichen kann. Also, wenn man sich dahinter klemmt, wenn man ein bisschen was dafür tut und das strukturiert angeht, das was dann alles geht. Und das hat mir auch für mich persönlich gezeigt, wozu Menschen fähig sind. Und ja, ich war einfach glücklich. Und dieses Gefühl der Befriedigung, das hält bis jetzt an. Also ich kriege kaum noch dieses Lächeln aus meinem Gesicht, dieses Grinsen, dass es alles so gut ging und ja, bin einfach froh, dass alles so gut gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn all die Menschen dort so glücklich zu sehen, es war einfach ein unbeschreibliches Gefühl.
So, jetzt ist es schon dunkel. Die ganzen Aufräumarbeiten gingen aber richtig fix. Alle haben mitgeholfen. In der Küche ist natürlich noch nicht ganz fertig. Aber die Schule sieht sozusagen wieder leer bereit aus. Als wäre es niemals passiert. Aber den Leuten hier siehst du halt einfach an, dass was Besonderes war. Es ist immer noch diese geile Stimmung. Alle sind gut drauf und hatten so einen geilen Tag. Wir waren, ich glaube, über 500 Leute hier an der Schule. Also mindestens. Die Tribünen waren alle voll. Da standen Leute, da waren welche. Überall waren Menschen. Das war wirklich krass. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und ja, ich bin extrem happy. Zum einen, das Wetter hat gehalten. Es hätte alles den Bach runtergehen können, wenn es geregnet hätte. Dann hat es auch noch geklappt, dass, ja, also die Schule, die gekommen ist, kam zwar zu spät, aber sie ist gekommen und hat dann gut gespielt. Es hat richtig geil geklappt. Es waren spannende Spiele, knapp Kopf an Kopf eigentlich. Also das erste Spiel haben wir ja mit einem Punkt verloren und das zweite deutlich gewonnen. Beim dritten war es wieder Kopf an Kopf Rennen. Und auch bei den Girls war es quasi, na gut, da war es etwas eindeutiger, ne? Zweimal haben wir gewonnen, auch wenn knapp, aber wir haben zweimal gewonnen. Und ja, ich wünsche mir eigentlich nichts mehr, als einfach nur noch zu schlafen und ich bin einfach nur richtig glücklich. Und daher, ja, bleibt mir jetzt nichts mehr zu sagen als #EmbraceHappiness und bis zum nächsten Mal. Unglaublich.